Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Heute zeige ich euch, wie macht man Sauerkraut mit Chinakohl nach chinesischer Art. Na, dann los! Als allererstes halbiere ich den Chinakohl. Warum? Weil die Öffnung meines Behälters nicht groß genug ist. Jetzt sterilisieren wir den Chinakohl kurz durch kochendes Wasser. Alle Behälter und Topf müssen sauber ohne Fett sein. Chinakohl ca. 40 Sekunden blanchieren. Im kalten Wasser wieder kalt spülen. In den Behälter anlegen, immer festdrücken, um die Luft auszupressen. Am Ende kaltes Wasser vorübergießen. Eine Schale drauf, um Chinakohl unter Wasser zu halten. Die Milchsäuregärung sollte schließlich unter Wasser stattfinden. Jetzt darfst du in einem warmen, dunklen Ort lang schlafen. Viele Flüssigkeiten sind übergelaufen. Eine Schüssel darunter schützt vor Sauereien. Man kann Wasser nachfüllen, so dass der Chinakohl immer unter Wasser bleibt. Das Sauerkraut ist da. Wer ganz sauren Geschmack mag, kann noch ein paar Tage warten. Ich beende hier die Fermentation. Zum Aufbewahren wird das Sauerkraut eingefroren. In Nordchina, wo ich herkomme, macht man Sauerkraut mit einem riesigen Tontopf. Da passt locker 100 Kilo Chinakohl hinein. Schon seit Kindheit habe ich meinen Eltern dabei geholfen. Danke fürs Zuschauen, bis bald!